Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Schön, dass ihr wieder da seid. Heute zum nächsten Dreh und wir haben heute ein Biest, ein schwarzes Biest bekommen, womit wir heute so ein bisschen fahren können. Und naja, wir haben ihn abgeholt, ich habe ihn schon ein bisschen gefahren und alter Schwede, boah, ballert der durch. Na, also von daher, ich sag euch eins, wenn ihr diese Front seht, wartet, tada, fahrt zur Seite. Es ist völlig egal, was ihr macht. Fahrt einfach zur Seite und lasst den passieren. Ihr könnt sowieso nichts machen. Und das Schlimme ist, das ist kein Model S, das ist das Model X Plaid. Und der hat, ja keine Ahnung, der haut dich aus den Socken. Fangen wir mal wieder vorne an. Ihr habt es ja gerade schon gesehen, es ist halt einfach eine phänomenal böse Front und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt sie optisch super, super gut. Sie sieht schick aus, sie ist modern und vor allem mit der Farbe Schwarz kombiniert, zeigt dir dieses Auto halt einfach nur, ich bin schnell, pass auf. Und naja, die Scheinwerfer und alleine hier dieses Design, das haben die schon richtig schick getroffen. Ich meine, das ist jetzt nicht das neueste Design, das ist halt schon ein bisschen altbekannt. Man kennt natürlich ja diese Sprache, die hier gerade bei Tesla gesprochen wird, aber es sieht wirklich, wirklich schick aus. Dann schauen wir uns einfach mal kurz das Seitenprofil an. Wir haben ja die Standardkameras, die man eben eigentlich schon kennt. Wir finden halt hier unten eine. Wir finden hier oben eine, damit man halt dementsprechend in beide Richtungen schauen kann. Und auch hier dieses Schwarz, das ist eine super schöne Farbe, die dem Auto echt gut steht. Es sind 20 Zoll Alufelgen. Wir haben hier aktuell eine Winterbereifung drauf. Vorne mit der Größe 265 45 20 und hinten mit 275 45 20 Zoll. Schöne Felgen, so ein All-Black-Design gefällt mir ja sowieso. Das zeigt dem Fahrzeug halt immer so ein bisschen mehr Aggressivität und irgendwie immer nur das Gefühl, man fährt da etwas super, super Sportliches, was natürlich hier auch gar nicht gelogen ist. Ne? Kurz zum Heck geschlendert und schon können wir weitermachen. Guckt euch einfach mal an, wie schön das aussieht. Aber was sagt ihr? Ist toll, oder? Hier die Lippe. Die ist fest, die fällt jetzt nicht raus. Also der Spoiler, den wir hier oben haben, ich zeige euch das noch mal kurz, ist in dieser Position einfach fest verhalten. Ja, sieht einfach schön aus. Und hier natürlich, wenn man vorne irgendwie zwecks Heck nicht weiß, okay, womit habe ich es zu tun, spätestens beim Überholen seht ihr hinten, okay, alles klar, da war das Plaid-Zeichen. Also da ist ganz viel Kraft dahinter. Ich lasse euch jetzt einfach alleine im Auto. Ich habe euch in die Mittelkonsole gepackt, auf die Mittelkonsole und jetzt habt ihr die Möglichkeit, ohne von meinem Gesicht, von meinem Körper oder von meinem Dasein gestützt zu werden, euch das Auto in aller Ruhe so anzuschauen, wie ihr euch das gerne machen wollt. So, und dann lasst uns einfach mal über ein paar Sachen sprechen, die wir halt haben im Innenraum, weil da schaut ihr gerade hin. Wenn ihr euch schon umschaut, ihr seht es ja, es wurde halt für Tesla-Verhältnisse sehr hochwertig verarbeitet. Ich meine, auch wenn immer das Generve kommt bezüglich dessen, okay, es sei nicht fest etc. pp., davon braucht ihr euch eigentlich nicht ablenken lassen. Also das Fahrzeug, also der Innenraum, der ist fest, der ist stabil und der sieht sehr, sehr schick und edel aus. Und beim Plaid, so wie das Fahrzeug, was wir gerade sitzen, habt ihr die Carbonleisten drin, die sonst durch andere ersetzt werden, so dass ihr halt für das Plaid natürlich den sportlichen Look auch im inneren Raum habt. Die Bildschirme, der Hauptbildschirm, das ist ja der sich zumindest vorne befindet, misst auch eine ganz andere Diagonale als beim Model Y oder Model 3. Hier habt ihr einen 17 Zoll Hauptbildschirm, über den halt einfach alles gesteuert werden kann. Und neben diesem 17 Zoll Bildschirm habt ihr auch die Möglichkeit, oder nicht die Möglichkeit, habt ihr glücklicherweise das Tacho, so dass man dann auch immer sagen kann, okay, ich schaue halt ja nach vorne, muss den Blick nicht von der Straße abwenden, wenn ich jetzt so irgendwie mal gucken möchte, wie schnell ich fahre oder wo ich halt lang fahren muss. Was vorteilhaft ist, was ich ganz, ganz angenehm fand, was ich beim Model 3 oder Model Y halt nicht gehabt habe oder nicht habe, ist halt einfach die Möglichkeit, sofern, weil ihr wisst es ja, ne? Man hat ja bei Model 3 diese Standardanzeige halt, was die Kameras sehen, was der Autopilot fiktiv eigentlich sieht, halt immer mitten im Display oder quasi im linken Bereich des Displays. Das ist halt hier bei Model X alles mit auf das Tacho gewandert. Ne? Bedeutet, dieser 17 Zoll mega große Touchscreen in der Mitte, wenn ihr wollt, ihr könnt euch halt einfach nur die komplette Karte anzeigen lassen und habt halt dadurch ein viel aufgeräumteres und viel schöneres Bild, weil man halt einfach viel Karteninformationen auf einen Schlag halt einfach sehen kann, was ich sehr angenehm finde. Ihr habt hier eine phänomenale Soundanlage. Eingebaut sind ca. 22 Lautsprecher über mitteltief hoch bis zum Subwoofer. Wie viel von was kann ich euch nicht sagen. Ich weiß, dass es 22 Stück sind und ihr habt eine Gesamtwattleistung aller Lautsprecher zusammen von 960 Watt.
Ja, was das bedeutet, ich meine, über die Kamera kann ich euch das eh nicht zeigen, aber das, was ja die Lautsprecher an sich von sich geben, ist halt einfach sehr, sehr schön und macht auch Spaß. Bedeutet, jeder, der gerne Musik hört, egal ob das jetzt das Tesla Model 3, das Tesla Model Y, das S oder das X ist, ihr werdet mit keiner Soundanlage, die eingebaut ist, halt wirklich ein Problem haben, weil die halt einfach phänomenal sind. Die sind richtig, richtig gut und ihr werdet wirklich viel, viel Spaß und viel Freude haben, mit diesem Fahrzeug Musik zu hören oder euch mit diesem Fahrzeug einfach fortzubewegen. Schaut euch auch am besten einfach mal, wenn ihr nach links Richtung Türgriff guckt, die Materialwahl an. Ihr findet nicht nur Plastik, ihr findet nicht nur dieses Kunstleder oder die schönen Nähte oder das Carbon, sondern ihr findet ja auch so ein Stück Textil mit drin, sodass auch hier halt einfach mit der Vielfalt gespielt wird. Das ist halt nicht monoton, nicht irgendwie halt nur mit Plastik versehen, sondern man hat unterschiedliche Sachen genutzt, um einfach die Haptik dessen, wenn man an die Seite greift, halt wirklich jetzt zu verschönern oder dementsprechend auf einen Stand zu bringen, was andere Fahrzeuge so an sich halt nicht haben. Also was ich euch auf jeden Fall noch mal zeigen wollte, was ich super cool finde, fasziniert mich einmal, wir haben hier überall Softclose. Ne? Also guckt euch das mal an. Ich gehe ganz langsam hier mit der Tür, zack, und schon hat er die angezogen. Und wenn ich die aufmachen möchte, ist das auch ein ganz cooler Effekt, weil ich muss hier einfach nur auf diesen schwarzen Rahmen drücken und dann springt die Tür einfach auf. Und guckt mal, wie weit. Ich muss nichts machen. Ich kann mich einfach gleich reinsetzen und sagen, tschüss, ich fahr jetzt los. Das ist ja cool. So, und jetzt natürlich nochmal die Premium-Klasse. Das möchte jeder sehen, das möchte jeder einmal erlebt haben. Lasst uns mal diese Falcon Wing-Türen, so heißen die, genau, einfach mal aufmachen. Und ab dafür. Ist das cool oder ist das mega? Schaut euch das mal an. Alter. So, und jetzt gehe ich mal, hier, das packe ich mal kurz an die Seite. Und dann lasst uns einfach mal reinsetzen und einfach mal gucken, weil ich meine, ich habe dir so viel Platz. Wir saßen ja vorne schon drin, ihr habt euch das ja angeguckt. Aber guckt mal, wie das hier hinten aussieht. Und wenn ich euch das hier mal zeigen kann, hier kann ich die Tür auch wieder zumachen. Und schon sitze ich im Auto. Und wenn ich möchte, kann ich mich sogar noch eine Ebene weiter nach hinten setzen. Ich meine, ja, ich weiß, es gibt hier so eine elektrische Verstellung für die Sitze, aber ich kann doch einfach mal so. Und jetzt, ich habe hier mega viel Beinfreiheit in der Mitte nach vorne und ich könnte mich jetzt hier einfach so hinlegen und eine Runde schlafen, weil hier habt ihr wirklich massig Platz drin. Das ist jetzt der Sechssitzer, bedeutet, ihr habt 2 Sitzbänke hinten, 2 Sitzbänke in der Mitte und 2 Sitzbänke ganz vorne. Und so, dann machen wir mal kurz den Frank auf. Das schafft man hier, man muss hier dann so rüberwischen und dann öffnen sich weitere Animationsfenster und dann hat man hier nämlich einen vorderen Kofferraum. Einmal klack und schon hört man das Plupp-Geräusch und der ganze ist auf. Und also ich sagen, der ist nicht gerade klein. Und ich glaube, das ist sogar der größte Frank, den ich bis jetzt gesehen habe, weil schaut euch mal an, wie tief das ist. Ich meine, ihr kennt das ja, ne? Das sind ja bestimmt 50 cm in der Länge. Verschwindet fast komplett da drin. Der verschwindet fast komplett in der Tiefe da drin. Und hier hast du ja alles. Ne? Hier hast du die Anhängerkupplung, ja, Ladekabel, für zu Hause das Ganze nochmal 11 kW hier. So allgemein jetzt verglichen zu meinem Tesla, weil ich fahre ja nun mal verglichen zu dem hier eigentlich eher so eine, ist kleines, ist nicht groß, nicht so auffällig und ja, der hat ja das Luftfahrwerk und ich glaube, das fällt mir sofort auf. Du steigst halt hier ein und du spürst einfach, also du merkst halt einfach so an sich quasi, das ist halt anders. Also du spürst halt einfach, das Fahrverhalten auf der Straße ist ganz anders als im Model 3. Zum Model Y oder verglichen zu einem Model Y, weil ihr kennt das ja auch, das sind wir auch schon bei Probe gefahren und mein Vater besitzt ja auch eines. Von der Größe her wirkte der halt einfach nochmal größer. Ja. Was soll ich sagen? Der ist ja auch größer. Das ist ein Riesenteil, das ist ein sehr großes Auto und du kriegst es ja auch mit. Also du spürst die Größe hier im Auto. Ne? Das ist echt, ja, was soll ich sagen? Beschleunigen brauchen wir gar nicht von erzählen. Also wenn ich hier drauf drücke, das haut uns alles weg. Ne? Dann weiß man nicht mehr, auf oben und unten ist. Und sich fährt er halt erstmal ganz okay. Also der fährt in 2 Kilometern gleich nach rechts auf Railford-Straße. Ruhig, ne? Und was ich echt sagen muss, ihr fühlt euch wie in so einem Düsenjet. Ich weiß nicht, ne? Also ihr habt ja hier dieses, das seht ihr ja bestimmt, ne? Und man hat dadurch das Gefühl, irgendwie man ist, ich weiß nicht wo, das ist auf jeden Fall sehr abgefahren.
man fühlt sich wie in einem Flugzeug, weil irgendwie hat man das Gefühl, man ist da halt echt, ne? Wenn du Gas gibst, man nimmt sowieso gleich ab. Was ich nochmal sagen wollte, ihr habt hier ein viel größeres Display als im Model 3 oder als im Model Y. Ich glaube, das misst 17 Zoll und ist damit natürlich das größte Tesla-Display innerhalb eines Autos. Was ihr hier noch habt, ist natürlich das Tacho, was halt viele vermissen und natürlich im Model S, im Model X ist es mit drin. Also wenn ich jetzt so drin fahre und das sehe, ich finde es echt schön. Also es sieht toll aus, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kriege gar nicht so viel davon mit, weil das Lenkrad so eingestellt ist, dass das halt fast vor dem Tacho hängt und das ist ein bisschen schade. Ne? Also jetzt habe ich halt einmal den Genuss, das zu erleben und muss halt echt immer bewusst runtergucken, um es zu sehen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich gucke immer nach rechts, weil ich bin es halt gewohnt von meinem Model 3, dass da die Geschwindigkeit hängt und jetzt ist sie halt hier in der Mitte. Was aber toll ist, ihr habt das Navi dort, ihr habt halt diese Animation des Autos dort, was die Kameras halt einfach sehen. Das ist halt einfach woanders. Und wenn man sich natürlich daran gewöhnt, ist es halt auch wieder super schön. Das bedeutet, wenn ich jetzt gucken möchte, wie schnell ich fahren darf, finde ich es halt hier und nicht mehr da. Und ich habe da vorhin schon die ganze Zeit geguckt, aber man gewöhnt sich ja an alles, ne, doch hier dran. Und ich muss halt ehrlich sagen, mir gefällt es trotzdem mit der... Klar, natürlich ist es schön, ne? Und ihr habt halt dadurch, dass alles halt ja von der Hauptzentrale nach links in das Tacho gewandert ist, habt ihr halt hier noch viel mehr Platz. Ne? Bedeutet, die Musik ist jetzt so richtig groß links, Radio, das könnte man noch, glaube ich, sogar ausblenden. Ich weiß es nicht genau. Hier, jetzt habt ihr ganz viel Navi. Und das ist, was soll ich sagen, also hart ist das. Ne? Das ist super, super schön. Aber so, jetzt einmal wieder zu uns und da sind wir. Das ist halt wirklich, das ist riesengroß und dadurch, dass wir halt alles nach links auf das Tacho geballert haben, hast du halt hier einfach dein Mega-Navi und kannst es halt wirklich schön dir halt anschauen. Aber hier ist 100, halte ich fest. Ja. 100. Das ist geistesgestört. Wir waren gerade bei 68. Das ist wirklich geistesgestört. Das hat so viel Kraft, ne? So, liebe Leute, wir sind aus dem Dorf raus. Hinter mir ist keiner. Und ich möchte einfach mal gucken, ein Gefühl dafür bekommen, wenn wir von 18, 19 km einfach mal durchdrücken. Bist du bereit? Ja. Oh, ist das Schwede. Oh. Das ist, In 300 Ja. Metern rechts abbiegen auf Karte da kann man nichts mehr zu sagen. 20. Das macht Spaß. Das will ich auch haben. Das ist gut, langsam wieder abgehört. Jetzt rechts abbiegen auf K2. Ja, wirklich. Ja, ich bin begeistert. Also ich finde es immer noch krass, du hast halt hier so viel Platz, ne? Das ist riesig. Also verglichen zu den Autos, die wir halt fahren, hast du halt hier einfach halt eine Menge Platz. Also du sitzt hier in der Mitte, ne? Ich drücke mich jetzt mal so ein bisschen dran und denkst dir halt, okay, alles klar, und die Armlehne. Hier müsste sie hin, die ist da hinten. Das ist wirklich, das ist breit ohne Ende. Das ist richtig krass. Und das sieht halt wirklich schön aus. Also es ist irgendwie, es macht einen sehr schönen Eindruck und mir gefällt es eigentlich. Wenn ihr hinten seid, ne, warte, ich packe euch einfach mal so nach hinten, während wir hier filmen. Ja, könnt ihr euch so einmal an.